Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan alias One Eye Blind. Heute mit einem relativ kurzen Video. Lag mir aber ein bisschen am Herzen, weil ich öfter an solchen Schildern vorbeifahre. Besonders an diesem hier. Das liegt ja im Einzugsbereich für mich so ein bisschen. Fragt euch manchmal auch, wenn ihr so ein Schild seht, warum liegen diese Menschen da? Was ist mit denen passiert? Die Kriegsgräberstätte, wo ich jetzt bin, ist super unbekannt, super klein, liegt mitten in der Pampa. Ich zeige euch das mal. Trotzdem war es mir eigentlich, ja, war es mir das wert, heute hier anzuhalten, mal ein kleines Video zu machen. Und ich nehme euch einfach mal mit. Ja, was ich an diesen Kriegsgräberstätten immer ganz tragisch finde, es sind ja nicht unbedingt immer deutsche Soldatengräber. Logischerweise hier in Deutschland ist das kaum der Fall. Meistens sind es Kriegsgräber von Kriegsgefangenen, die hier vom Deutschen Reich hierher verfrachtet worden sind und hier ihre Arbeit leisten mussten. In diesem Falle hier sind das sowjetische Kriegsgräber. Ich frage mich halt immer, was für Schicksale dahinter hängen, weil ja, ich bin hier mitten in der Provinz, also es ist bei mir im Einzugsbereich, mitten auf dem Land. Ich war eigentlich auf dem Weg zum anderen Spot gerade, aber musste jetzt, als ich an dem Schild vorbeigefahren bin, habe es mir einfach überkommen, jetzt mal anzuhalten, um ein kurzes Video dazu zu machen, weil ich die Geschichte halt so ein bisschen kenne. Da muss ich vorstellen, dass ab 1941, als das Unternehmen Barbarossa gestartet ist, also der Angriff auf die Sowjetunion, die deutsche Wehrmacht noch relativ gute Geländegewinne gemacht hat, sehr schnelle Geländegewinne gemacht hat, Richtung Moskau vorgestoßen ist. Relativ bekannt sollte ja sein, dass ab 1942, also Winter 42, 43, ist das ganze Unternehmen ins Stocken geraten. In Stalingrad war ein relativ großer Wendepunkt. Um das jetzt mal grob anzureißen, die Geschichte wäre jetzt natürlich viel zu umfangreich. Also ab Winter 42, 43 brach die Front im Endeffekt zusammen. Die Wehrmacht war auf dem Rückmarsch und hinterließ eigentlich nicht viel mehr als verbrannte Erde. Das sollte auch relativ bekannt sein, der Begriff. Und während dieser Jahre, wo sie in der Sowjetunion aktiv war, sind natürlich Millionen von Zwangsarbeitern, also Soldaten, gefangen genommen worden, hier ins Reich verfrachtet worden, entweder in Lagern umgekommen. Die sowjetischen Soldaten waren natürlich unter schlimmsten Bedingungen hier untergebracht, also auf die wurde nicht so viel Wert gelegt wie auf britische, französische, amerikanische Soldaten. Und die sowjetischen Soldaten wurden halt auch zum Großteil hier zur Zwangsarbeit, sei es in der Rüstung oder in der Landwirtschaft, eingesetzt. Und das war hier auch der Fall. Also hier auf diesem Friedhof, ich werde es einfach mal umdrehen, die Kamera, waren Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion, also Kriegsgefangene, untergebracht oder eingesetzt hier für die Landwirtschaft. Und hier sind noch, mitten in der Botanik, ich zeige euch das mal. Also hier stehen wirklich vereinzelt 3, 4 Häuser, sonst ist hier wirklich nicht viel. Hier ist noch ein Bauernhof, und dann kommt eigentlich nichts mehr. Und hier ganz unscheinbar sind halt Kriegsgräber. Hier sind zum Beispiel, hier ist gestorben 45, 45, 45, 42, 42. Also 45, das ist sogar noch relativ, 26.04., also wirklich schon im Endeffekt kurz vor der Kapitulation. Was ich dann halt besonders tragisch finde, immer, dass das dann so kurz bevor der Krieg eigentlich zu Ende war, noch so viele Leute gestorben sind. Hier auch Mitte April 45, Mitte April 45. Sogar nur mit Vornamen, keine Nachnamen, 48 unbekannte Russen. Also hier auf diesem Friedhof liegen eigentlich auch sehr, sehr viele Menschen, also einfach auf dieser Moosfläche. Also ich finde halt immer so tragisch daran, dass es wird ja bestimmt gerade selbst von diesen Menschen, die hier liegen, vielleicht auch Enkel- oder Urenkelkinder liegen und die vielleicht gar nicht wissen, wo ihre Verwandten liegen. Also das ist jetzt hier kyrillisch, das kann ich leider nicht entziffern. Aber hier stehen noch einige Steine. Teilweise wirklich nur auch Frauen. Ja. Helene Maciejewska.
April 45, März 45. Also das finde ich schon tragisch, so kurz vor Kriegsende. Ob die dann einfach verhungert sind, ob sich um die nicht mehr gekümmert worden ist, hier aus Polen. 43, 45, nee, auch April 45. Hier auch Polen, 45 Jahre alt, 34 Jahre alt. Also alles so, ja, grob mein Alter, würde ich sagen. Und ja, das finde ich halt schon immer, das macht mich so ein bisschen nachdenklich, ne, was hier so in der Zeit passiert ist, auch gerade hier in der Landwirtschaft. Also die Leute wussten ja im Endeffekt, was für Menschen hier arbeiten und dass da jetzt nicht so groß Wert drauf gelegt worden ist, dass die Menschen wieder nach Hause kommen. Ich mache jetzt einfach mal das Tor auf, wo ich das glaube ich gar nicht darf, weil, ich will euch das mal zeigen, das war nämlich die Baracke, wo einige untergebracht gewesen sind, die hier einfach vor sich hin verfällt. Wir treten verbotene Elternhaften für ihre Kinder. Ja, okay. Habe ich verstanden. Ist ja auch nicht mehr viel von über. Also es diente halt der Landwirtschaft dann irgendwann als Unterstand. Aber man kann hier noch richtig gut erkennen, aus welcher Zeit das stammt. Ne, hier liegen sogar die Stromleitungen. Die Türen, die werden auch noch original sein. Also man kann es echt gut erkennen, dass das hier mal zur Unterkunft gedacht ist. Das ist hier schon gut abgetrennt. Also es ist leider zusammengebrochen, aber man konnte hier auch mal erkennen, dass ja sanitäre Anlagen, also rudimentäre Sanitäranlagen eingebaut waren. Also es gab ja auch Abflüsse etc., aber das kann man leider nicht mehr erkennen. Also es fällt wirklich alles zusammen. Hier oben hängen sogar noch die Isolatoren vom Strom. Also Strom gab es hier wenigstens. Und ja, jetzt fällt jetzt leider alles nach und nach in sich zusammen. Also wo ich das letzte Mal vor ein paar Jahren hier mal angehalten habe, sah es noch wesentlich besser aus. Ja, erschreckend. Von der anderen Seite kann man es besser erkennen, dass es mal so ein Zwangsarbeiter wirklich sieht aus wie eine Lagerbaracke. Ich zeige euch das mal von der anderen Seite nochmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ist nochmal von der anderen Seite, aber ich finde, hier kann man also von der Straße aus, konnte man das besser erkennen, auch mit diesen Türen, die hier hängen. Und hier sieht man auch die abgetrennten Räume. Da vorne kann man es auch erkennen, dass da so abgetrennte Bereiche waren, die so ein bisschen noch nach Unterkunft aussehen. Also das ist wirklich noch eine eine Originalbaracke aus der Zeit, die jetzt hier langsam aber sicher in sich zusammenfällt. Gut, hier wurde natürlich zwischendurch so ein bisschen was, hier wurde angebaut, glaube ich. Das sieht mir neuer aus. Oder die Wände teilweise anders nochmal gezogen, aber das Grundgerüst ist ja auf jeden Fall aus der Zeit, habe ich auch schon mir sagen lassen von Anwohnern. Also ja, das ist schade, dass dann sowas dann doch in sich zusammenfällt. Ja, das soll es auch eigentlich schon gewesen sein für diesen Ort. Das war mir halt immer ganz wichtig, wenn ich hier gerade vorbeigefahren bin, dieses Schild gesehen habe, Kriegsgräberstätte, dann habe ich gesagt, ach, halt einfach mal an. Es ist klein, so gut wie niemand wird das kennen, aber ich wollte es einfach mal nochmal gezeigt haben, weil ich es einfach wichtig finde. Ja, ich bin jetzt wie gesagt auf dem Weg zum anderen Spot. Der kommt dann irgendwann später. Ja, viel Spaß hätte ich fast schon wieder gesagt. Also gute Unterhaltung mit den anderen Videos. Lasst ein Like da, kommentiert gerne, wenn ihr dazu was zu sagen habt. Lasst ein Abo da, da freue ich mich am meisten drüber. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.